So, wie ihr sehen könnt, haben wir ein spitzmäßiges Feuer. Und gibt es heute ein kleines Spezialvideo, eine Überlebensspeise, die ich mir überlegt habe, die man sich schnell zubereiten kann und unterwegs. Und die besteht aus Kartoffelpüree, aus Frühstücksfleisch, aus in dem Falle Kaffeeweißer, eigentlich Milch, das ist für den Kartoffelpüree, und eine Zehe Knoblauch, einfach nur für den Geschmack. Pfeffer und Salz, redet man nicht drüber, aber das ist so, sind die Grundlagen. Und daraus wird eine Art Labskaus, wer das vielleicht kennt. Ich weiß gar nicht in welchem Land, das ist irgendeine nordische Spezialität, glaube ich. Jedenfalls, Labskaus essen auch andere Menschen und wir wollen es uns machen, wie man es unterwegs machen könnte. Quasi in einer einfachen Version. Man darf gespannt sein. So, als erstes brauchen wir dafür Kartoffelpüree, ihr kennt es wahrscheinlich. Kochendes Wasser, ganz wichtig. Wir machen das jetzt hier mal in einer kleinen Vorrichtung. Sollte funktionieren. Und das zweite, was wir brauchen, ist das Frühstücksfleisch. Aber das wollen wir natürlich nicht einfach so haben, sondern das braten wir uns an. Ja, Frühstücksfleisch, so wie es ist. Sieht natürlich nicht super sexy aus, aber ist nahrhaft und kann man gut mitnehmen. Also ist einfach praktisch für so eine Unterwegssache. So ist man erst rein. Da ist auch schon, das Gute ist, das ist glaube ich vom Schwein, so Frühstücksfleisch, und da ist schon ordentlich Fett dabei. Das heißt, man muss jetzt nicht nochmal noch extra Öl mitnehmen, um das in der Pfanne anzubraten, was natürlich nochmal praktischerweise macht, um das mitzunehmen. So, ich gucke mal, ob es in die kleine Form passt. Ich habe es noch gar nicht versucht mit der kleinen Pfanne, aber ich gehe mal davon aus, es könnte passen. So. Ich stelle ran und fange an, das klein zu machen. Genau. Boah. Alter Falter. Also wir haben natürlich hier ein krasses Feuer. Oder es wird zu heiß, verbrenne ich mir meine Pfoten. Wichtig ist natürlich, es ein bisschen klein zu machen, weil wir wollen es dann schön in den Kartoffelbrei hineinmischen. So. Ich denke mal, so geht das. So, ran. Boah, wirklich krass heiß. Also das Wasser sollte jeden Moment kochen. Das geht wahrscheinlich wirklich schnell, weil es ist scheiße heiß. Vielleicht ist ein Wechsel sogar eine gute Idee. Das Ziel ist, das Wasser zum Kochen zu bringen. Wir brauchen dann noch ein bisschen kaltes Wasser und die Milch. In dem Falle ist es natürlich Kaffeeweißer. Einfach ausprobieren. Und das hier müssen wir einfach nur ein bisschen anbraten und rechts das Wasser zum Kochen bringen. Mal gucken. Das Wasser tut sich schon langsam. Jetzt hört man es auch langsam. Die Pfanne geht an, das Wasser beginnt zu kochen, kleine Luftblasen. Wunderbar. Ja, also Temperaturen haben wir. Bin gespannt, wie das ist mit dem Anbraten, aber ich denke mal, das sollte funktionieren. So, das Wasser blubbert schon schön. Ich denke mal, das ist gleich gut. Ich nehme mal eine Gabel raus. Die werde ich jetzt zum Rühren benutzen. So. Wir haben hier feinstes schweineheißes Wasser.
Die kalte Milch kommt eigentlich einfach parallel oder davor mit rein, haben wir jetzt nicht. Deswegen machen wir es einfach erstmal so. So, ich habe möglicherweise zu viel Wasser benutzt, aber das ist jetzt einfach so. Also theoretisch so ungefähr 500 Milliliter, aber es wird. Mal kurz weg. Machen wir Kaffeeweißer rein. So. Und kaltes Wasser, um die kalte Milch zu simulieren. So, nur wenig. Wir wollen einfach nur ein bisschen für den Geschmack, ne? Das rühren wir jetzt unter. Sieht super sexy aus, oder? Also mega. Dadurch kommt so ein bisschen auch schöne Sahne rein, ne? So, Nummer 1. Feinster Kartoffelbrei, ein bisschen flüssig, aber ja. Erster Versuch und so. So, parallel dazu haben wir jetzt hier, ja, das geht gut ab. Dazu machen wir jetzt den Knobi noch rein. Das natürlich noch schöner machen, aber das soll es tun. Jetzt kommt in unserer Pfanne dazu okay, alles klar. Ein bisschen Würze darf natürlich nicht fehlen. Wir haben jetzt ja einfach Pfeffer und Salz. Kann man in welchem Format auch immer nehmen. Machen ein bisschen was hier rein. Schöne Kartoffelpü. Und gucken wir mal unser Fleisch an. Oh ja, das Fleisch, das macht genau sein Ding, was es soll. Dreht schön an. Wie ihr seht, durch das Fett kann man das ganz gut einfach so verwenden. Und wenn es dann langsam so klein wird, hier so, dann kann man es auch wirklich in den Kartoffelbrei einfach reinrühren. Hier vorne ist ein bisschen angebrannt, das liegt einfach daran, weil ich heute keinen Kocher verwende, sondern mal das Lagerfeuer. Aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Das Fleisch würde ich auch noch ein bisschen würzen. Kann nie schaden. Heiß für ein Lagerfeuer. Ja, das sieht gut aus. Mal kurz drauf lassen und dann können wir es eigentlich schon vermischen. Dann sollte die ganze Sache fertig sein. Ist gut. Okay, so, und dann ist der letzte Schritt, nur noch das Ganze zusammenzuführen. Also wir wollen das jetzt einfach miteinander vermengen. Also das riecht super. Das riecht auch vorzüglich, das Fleisch alleine. Das kann man einfach schon so essen. Aber wir mischen das jetzt einfach schön hier rein. Oh. Boah, Alter. Das ist so heiß, dass es mir die Hand abfackelt, während ich das rein tue.
So, ihr könnt schon schön sehen, dass meine Pfanne ein bisschen angepappt ist. Das wird dann noch lustig, das Ganze abzuwaschen. Sollte eigentlich nicht so sein. Wie gesagt, über den Kocher geht das besser. Aber man nimmt, was man hat. Ja, dann das Ganze vermischen. Und wenn das Ganze am Ende ein bisschen unappetitlich aussieht, dann liegt das in der Natur der Sache. Der Labskaus, naja, das sieht halt eben so aus. Ein bisschen unappetitlich, aber das soll uns nicht stören. Denn es geht hier um eine Nahrung, die man gut für unterwegs zubereiten kann. Die im Survival-Fall vielleicht auch wirklich einfach mitzunehmen wäre und die man auch auf den Trekking-Tour oder sowas einfach mit dem Rucksack dabei haben kann. Ohne jetzt extra irgendwie Butter oder wirklich Milch oder irgendwas zu benutzen. Und das war das Ziel. Ich würde sagen, teste ich mal, wie das ganze Produkt schmeckt. Guten Appetit! Also ich würde sagen, vor allen Dingen das Frühstücksfleisch. Das gibt dem Ganzen einen ganz schönen Schuss. Also der Kartoffelbrei alleine natürlich nicht so spannend, aber in der Mischung würde ich sagen, ist es echt gut. Vielleicht könnte man als Erweiterung, wenn man hätte, noch ein bisschen Zwiebel ranmachen. Aber ansonsten, das ist ein Gericht. Das macht satt. Unglaublich viele Ballaststoffe drin. Kohlenhydrate super. Ein bisschen Fleisch. Also Eiweiß haben wir auch dabei. So eine Nahrung für unterwegs und für Notfall. Eine super Sache. Und es schmeckt. Also, viel Spaß beim Nachmachen, wenn ihr wollt. Labskaus à la Robert vom Rabenstein. Macht's gut. Und Herr Piet, nachdem Sie den leckeren Labskaus à la Robert vom Rabenstein probiert haben, was denken Sie? Alles, alle. Oha! Ja, schmeckt sehr gut. Schön. Also, approved. Kann man mal wieder machen. Sehr gut, ja. Kann ich mir gut vorstellen, das unterwegs zu essen. Wir haben ja heute auch noch nicht großartig was gegessen, deswegen hat das noch extra gut geschmeckt. Ja, es ist fetzt. Schön. Nur krass war halt bei uns wirklich, dass das Feuer einfach viel zu heiß war. Das sollte man wirklich über einen kleinen Kocher machen. Also man sieht auch noch ein bisschen das Angebrandelte. Lektion gelernt. Aber ist leer und war lecker. Kann man wieder machen. Ist zu empfehlen. Was es schmeckt.